Lecker fruchtig und vor allem richtig sommerlich wird's heute mit meiner Solero No-Bake Biskuitrolle. Wir starten direkt los mit der Fruchteinlage. Hierzu wird Pfirsich-Maracuja-Saft benötigt und falls vorhanden kann der Geschmack noch einmal mit Pfirsich-Maracuja-Aroma intensiviert werden. Das ist aber ganz optional. Wenn ihr das nicht zu Hause habt oder euch nicht extra kaufen wollt, dann lasst es einfach weg. Außerdem wird ein Geliermittel benötigt. Ich verwende Gelatine. Ihr könnt aber auch pflanzliche Alternativen Agar-Agar oder Agatine verwenden. Achtet allerdings darauf auf die etwas andere Zubereitungsweise. Die Gelatine wird in eiskaltem Wasser etwa 10 Minuten eingeweicht. In der Zwischenzeit wird die Form für die Fruchteinlage vorbereitet. Ich verwende einen verstellbaren Backrahmen, den ich auf 22 x 24 cm ausgezogen habe und lege ihn gut, wirklich richtig gut mit Klarsichtfolie aus, damit der Saft auch nicht rausfließt. In den Pfirsich-Maracuja-Saft gebe ich das Aroma und rühre es gut ein. Die Gelatine wird aus dem Wasser genommen, grob ausgedrückt und bei kleiner Hitze auf dem Herd oder bei kleiner Wattstufe in der Mikrowelle geschmolzen und wird mit dem Pfirsich-Maracuja-Saft verrührt. Außerdem gieße ich noch kleine Halbkugeln für die Deko, das ist aber optional. Ich habe diese Form, das kam mir ganz spontan in den Sinn, dass ich diese ideal verwenden kann. 6 Halbkugeln gieße ich mit dem vorbereiteten Pfirsich-Maracuja-Saft aus und gebe sie ins Gefrierfach, damit sie durchfrieren. Der restliche Pfirsich-Maracuja-Saft kommt in die vorbereitete Form und so für mindestens 4 Stunden zum Festwerden in den Kühlschrank. Für die Rolle wird außerdem noch Schlagsahne benötigt, Puderzucker, ein Sahnestandmittel, Vanillezucker, cremigen Naturjoghurt, Frischkäse und solche Biskuitplätzchen, die ihr in jedem gut sortierten Supermarkt auf jeden Fall findet. Die Sahne wird mit einem Drittel des Sahnestandmittels steif geschlagen und kurz auf die Seite gestellt. In eine weitere Schüssel gebe ich Frischkäse, Joghurt, Puderzucker, Vanillezucker und das restliche Sahnestandmittel und rühre alles ganz kurz cremig, bevor schließlich die Sahne in etwa 2 bis 3 Portionen untergehoben wird. Auf eine mit Frischhaltefolie belegte Unterlage werden nun die Plätzchen mit der Oberfläche nach unten verteilt. Insgesamt 3 Reihen mit jeweils 10 Biskuitplätzchen. Ihr solltet nachher ein Maß von etwa 24 x 30 cm haben. Darauf wird zuerst vorsichtig die Creme verteilt, anschließend folgt die Fruchteinlage und dann wird die Rolle mit Hilfe der Frischhaltefolie zusammengerollt.
Mit Hilfe der Folie und einem Teigschaber drücke ich die Rolle noch leicht etwas fester zusammen, packe sie in die Folie ein und nun müsst ihr geduldig sein. Sie muss nämlich mindestens 8 Stunden, aber am besten über Nacht in den Kühlschrank. Meine Rolle war über Nacht im Kühlschrank. Am nächsten Tag schneide ich rechts und links die nicht ganz so schönen Enden ab, bevor ich sie schließlich noch mit steif geschlagener Sahne und den vorbereiteten kleinen Halbkugeln dekoriere. Zu guter Letzt dekoriere ich noch mit einigen gefriergetrockneten Himbeeren. Die sind aber ganz optional. Ich hatte sie gehabt und so kamen sie super zum Einsatz, denn farblich haben sie perfekt dazu gepasst. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr selbstverständlich auf meinem Blog, den ich euch jetzt gleich am Ende verlinke.